meine lieben Freunde, ich bin Frieda. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein einziges rotes Buch eine ganze Nation prägen kann? Habt ihr jemals so eine Macht gesehen? Heute bei Osten trifft West erforschen wir ein solches Phänomen aus meiner Schulzeit. Zuvor habe ich euch erzählt, wie ich nach einigen Kämpfen zum Vorbild für Disziplin wurde, indem ich täglich die Übungen für alle Schüler leitete. Nun möchte ich euch gerne weiter mein Leben in der Grundschule erzählen. Es war eine Zeit, die Verehrung Mao Zedongs ihren Höhepunkt erreicht. Jeden Morgen im Klassenzimmer hielt unsere Lehrerin ein rotes Buch hoch und sagte, ihr alle sollt euch immer daran erinnern, das Tragen des roten Buches ein Symbol der absoluten Loyalität zum Vorsitzenden Mao, unseren größten Führer der Kommunistischen Partei und unserer Nation ist. Das Buch ist ein Leitfaden, der unsere Gedanken und Handlungen diktiert. Ich erinnere mich, wir müssten jeden Tag Zitate aus dem Buch aufsagen. Wenn wir Fehler machten, würden wir hart bestraft. Ich erinnere mich noch schrecklich. Meine Schulkameraden, sogar einschließlich unserer Lehrer, die sich an einziges Wort nicht richtig erinnerten, wurden von die älteren Schüler geschlagen. Und noch schlimmer, manchmal als schlechte Menschen oder Verbrecher angestuft und öffentlich beschimpft und noch brutaler geschlagen zu werden. Diese älteren Schüler demonstrierten durch Kämpfe gegen andere die Loyalität zu Mao Zedong. Nun hatte ich ein weiteres außergewöhnliches Erlebnis, an das ich mich lebhaft erinnere. Eines Tages, als wir in unserer Routine versunken waren, plötzlich pang, flog die Klassenzimmertür auf. Ein Inspektor trat ein und verkündet laut: Achtung, alle! Jetzt ist die Zeit zu testen, wie loyal ihr seid. Zeigt ihre roten Bücher. Unsere Lehrerin zeigte es sofort. Ich sah gleich in meine Schultasche. Aber ich fand es nicht. Meine Suche wurde verzweifelt. Das Buch fehlt. Meine Puls rast. Mein Herz sank. Was passiert, wenn das Symbol der Loyalität nirgends zu finden ist? Meine lieben Freunde, könnt ihr euch das vorstellen? Bleibt bei mir. Ich werde euch die Geschichte in meiner nächsten Folge weiter erzählen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.